literarische Wunder präsentiert. Herzlich willkommen, liebe Literaturfreunde! Heute nehmen wir euch mit auf eine Reise durch eines der bekanntesten und beliebtesten Werke der Weltliteratur: Stolz und Vorurteil von Jane Austen. Hier sind 10 faszinierende Kuriositäten über dieses zeitlose Meisterwerk. Wusstet ihr, dass der ursprüngliche Titel von Stolz und Vorurteil First Impressions lautete? Jane Austen schrieb den Roman bereits 1797 unter diesem Titel. Doch als das Manuskript später überarbeitet und veröffentlicht wurde, änderte sie den Namen zu Pride and Prejudice, eine Anspielung auf die beiden Hauptcharakterzüge ihrer Protagonisten. Als Stolz und Vorurteil 1813 veröffentlicht wurde, erhielt der Roman zunächst wenig Aufmerksamkeit von der Literaturkritik. Jane Austen veröffentlichte anonym, nur als von der Autorin von Sense and Sensibility gekennzeichnet. Erst nach ihrem Tod wurde ihr Name eng mit ihren Werken verknüpft und ihre Popularität wuchs. Elizabeth Bennet, die Hauptfigur des Romans, gilt als eine der ersten modernen Heldinnen der Literatur. Sie zeichnet sich durch ihre Unabhängigkeit, ihren Witz und ihre Intelligenz aus. Im Gegensatz zu den meisten weiblichen Figuren ihrer Zeit weigert sich Elizabeth, eine unglückliche Ehe einzugehen, nur um gesellschaftlichen Erwartungen gerecht zu werden. Mr. Darcy, der berühmte und zunächst unnahbare Held des Romans, soll teilweise auf Tom Lefroy basieren, einem jungen Mann, in den Jane Austen selbst verliebt war. Ihre kurze, aber intensive Bekanntschaft hinterließ einen starken Eindruck bei Austen, der sich in der Charakterentwicklung von Darcy widerspiegeln könnte. Stolz und Vorurteil gilt als eines der besten Beispiele des frühen literarischen Realismus. Austen verzichtete auf übertriebene Romantik und dramatische Ereignisse, wie sie in der Literatur seiner Zeit häufig vorkamen, und konzentrierte sich stattdessen auf das alltägliche Leben und die sozialen Realitäten seiner Figuren. Die erste Verfilmung von Stolz und Vorurteil wurde bereits 1940 gedreht, mit Laurence Olivier als Mr. Darcy und Greer Garson als Elizabeth Bennet. Interessanterweise weicht diese Verfilmung deutlich vom Original ab, vor allem durch die Darstellung einer fröhlicheren und verspielteren Darcy-Elisabeth-Beziehung. In Stolz und Vorurteil spielt die Zahl 5 eine symbolische Rolle. Es gibt 5 Bennet-Schwestern, 5 Heiratsanträge und 5 große Tanzveranstaltungen. Diese Zahl steht häufig für Balance und Veränderung, die auch zentrale Themen des Romans sind. Die Figur Charlotte Lucas repräsentiert die bittere Realität der Heiratszwänge im 19. Jahrhundert. Obwohl Elizabeth ihre Freundin für die Heirat mit Herrn Collins bemitleidet, zeigt Charlotte, wie Frauen aus praktischen Gründen und ohne Romantik heiraten mussten, um gesellschaftlich abgesichert zu sein. Stolz und Vorurteil hat zahlreiche moderne Adaptionen und Neuinterpretationen inspiriert. Ein berühmtes Beispiel ist der Roman Bridget Jones, Schokolade zum Frühstück, in dem die Heldin Bridget sich in einen modernen Mr. Darcy verliebt, gespielt von Colin Firth, der bereits Mr. Darcy in der BBC-Adaption von Stolz und Vorurteil verkörperte. Jane Austen ist bekannt für ihren scharfsinnigen Humor und ihre satirischen Beobachtungen der Gesellschaft. Besonders in Stolz und Vorurteil zeigt sie auf humorvolle Weise die Absurditäten der Etikette, der Ehe und der gesellschaftlichen Erwartungen, besonders durch Figuren wie Mr. Collins und Mrs. Bennet. Jane Austens Stolz und Vorurteil bleibt auch heute ein brillantes Werk über Liebe, Stolz und Missverständnisse. Welche dieser Kuriositäten fandet ihr am spannendsten? Schreibt es uns in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um noch mehr literarische Geheimnisse zu entdecken.